Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute reden wir über Flohsamenschalen. Was ist das? Was machen die? Und wie nimmt man sie richtig ein? Wir reden drüber. Bleibt dran. Flohsamenschalen sind Samenschalen einer Pflanze, die überwiegend in Pakistan und Indien angebaut wird, und deswegen kennen wir sie hier auch als indische Flohsamenschalen. Die heißen so, weil die einzelnen Bestandteile der Pflanze aussehen wie kleine Flöhe. Flohsamenschalen werden hier als pflanzliches Quellmittel bei Verdauungsbeschwerden eingesetzt und sie sind quasi ein Allround-Talent bei Durchfall und bei Verstopfung zugleich. Und wir gucken mal auf die Darmperistaltik, um uns mal die Wirkung der Flohsamenschalen richtig anzugucken. Die Darmperistaltik ist die Darmbewegung, das Herausbefördern des Darminhalts. Und du kannst dir das so vorstellen, hier muss es raus, das hier ist jetzt der Darm, und wenn der Darm sich bewegt, dann geht er so ein bisschen zurück, er zieht sich so zusammen, ballt seine ganze Energie hier, um dann mit der Energie nach vorne zu gehen, und öffnet sich dann, damit der Inhalt nach draußen transportiert werden kann. Und wenn du jetzt Durchfall hast und nimmst Flohsamenschalen zu dir, dann haben die Flohsamenschalen die Eigenschaft, dass sie das 50-fache an Wasser aufsaugen können. Bei Durchfall ist das total super, weil dadurch wird der Brei, der den Durchfall verursacht, gebündelt und wird damit dann quasi fester. Und bei Verstopfung ist es so, dass wenn du die Flohsamenschalen zu dir nimmst, dann nimmt der Inhalt zu. Das heißt, die können das 200-fache an Volumen zu sich nehmen und drücken damit gegen die Wand von innen. Und alles, was von innen gegen die Darmwand drückt, aktiviert die Darmbewegung. Und deswegen ist es bei Verstopfung sehr gut, Flohsamenschalen zu sich zu nehmen, weil dadurch hast du ein höheres Volumen und das drückt dann von innen dagegen, und somit wird der Rest deiner Verstopfung gleich mit hinaus befördert. Der Darm kämpft quasi noch aktiver dagegen, den Inhalt loszuwerden. Und das auf völlig natürlichem Weg, ohne Chemie. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Flohsamenschalen gibt es auch mit Geschmack. Lass da bitte die Finger von, das macht einfach keinen Sinn. Da ist dann irgendwie Zitronengeschmack, Orangengeschmack mit bei, aber das muss gar nicht sein. Es ist ein rein pflanzliches Mittel und das kannst du auch genauso rein kaufen. Ich habe mittlerweile sehr viele Produkte durch, muss ich sagen. Ich bin mittlerweile nach vielen Jahren bei dieser Marke hier hängen geblieben. Ich verlinke dir die unten unter diesem Video. Das ist wirklich, da hast du 500 Gramm, das ist bis hierhin voll ungefähr. Da sind reine Flohsamenschalen drin, keine Geschmacksgeschichten, die sind richtig gut, die quellen recht schnell auf. Es gibt tatsächlich, man soll gar nicht glauben, dass es da so viele Unterschiede gibt. Es gibt welche, ich habe schon welche gehabt, die klumpen, die werden richtig sämig, ekelig. Es gibt sogar welche, die haben dann hinterher so einen richtig eigenen Geschmack, und das mag ich dann überhaupt nicht, muss ich sagen. Die hier sind völlig neutral, und deswegen bin ich bei denen jetzt hängen geblieben, und die nehme ich jetzt tatsächlich seit einem Jahr durchgehend, und ich glaube, ich werde so schnell auch nicht mehr davon lassen. Aber kommen wir mal dazu, wie ich sie jetzt einnehme. Du kannst Flohsamenschalen entweder in dein Joghurt rühren oder in dein Frühstücksmüsli rühren. Ich mag das ehrlich gesagt nicht, weil wir haben ja gerade schon gelernt, das Volumen nimmt zu, und ich mag sowas nicht in meinem Joghurt und nicht in meinem Frühstück. Ich mache Folgendes: Ich nehme mir ein großes Wasserglas und da gebe ich dann einen Esslöffel von diesen Flohsamenschalen rein, schütte das Ganze dann mit Wasser auf und lass das erstmal aufquellen. Du könntest das Ganze jetzt so trinken, aber du musst dann richtig viel Flüssigkeit zu dir nehmen. Und diese Flohsamenschalen sind so klein, dass sie dir in den Zähnen hängen bleiben, dass sie irgendwo auf dem Weg, immer bleibt irgendwas hängen in der Speiseröhre. Das ist kein schönes Gefühl. Und deswegen habe ich mit meiner Ernährungsberaterin gesprochen damals, und die hat mir den Tipp gegeben, einfach quellen lassen. Und das mache ich mittlerweile. Dann hast du schon das ganze Sämige, und du musst dann auch nicht mehr so viel Flüssigkeit hinterher kippen, weil es ja schon aufgequollen ist. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need.
I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try. Ich habe eine Podcast-Folge darüber gemacht, die verlinke ich dir unten, wie man eine Darmflora aufbauen kann. Und da habe ich auch die Flohsamenschalen mit erwähnt. Denn es ist so, dass höchstwahrscheinlich die Flohsamenschalen mit dazu beitragen, dass sich die guten Darmbakterien bilden und somit auch die Darmflora sich neu bilden kann. Also das Ganze wird halt unterstützt und deswegen gehört zu einer Darmflora-Erneuerung aus meiner Sicht auf jeden Fall das Flohsamenschalen-Trinken dazu. Du wirst merken, wenn du das mehrmals zu dir genommen hast, dass du eine Stuhlerleichterung hast. Gerade bei Morbus Crohn, gerade bei Colitis ulcerosa kann das wirklich eine Erleichterung sein. Aber Vorsicht, wenn du Stenosen hast, solltest du die Finger davon lassen oder zumindest mit deinem Arzt darüber reden, wie gefährlich das ist, Flohsamenschalen zu sich zu nehmen, denn wir wollen ja nicht, dass du einen Darmverschluss kriegst dadurch. Also, wenn du weißt, dass du Stenosen hast, dann bitte unbedingt mit deinem Arzt sprechen, nicht auf eigene Faust nehmen. Ansonsten sind die sehr unbedenklich, es ist keine Chemie drin und wie gesagt, sie unterstützen dich dabei, eine natürliche Darmbewegung in Gang zu setzen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe damit tatsächlich meine Probleme mit Verstopfung und Durchfall tatsächlich gut in den Griff gekriegt. Gerade als ich meinen künstlichen Darmausgang nicht mehr hatte, als der zurückverlegt wurde, hatte ich sehr starke Probleme mit Durchfall und das konnte ich gut mit Flohsamenschalen regulieren. Also probier es gerne mal aus. Deine Erfahrung damit kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben, würde mich sehr freuen. Ich glaube, da haben alle was von und lass mich wissen, wie das bei dir geholfen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Checkt mal unten die Videobeschreibung aus, da sind zahlreiche Links und wir hören uns vielleicht im nächsten Podcast oder wir sehen uns hier auf dem Kanal in einem weiteren Video. Ich sage danke fürs freundliche Zuschauen, abonniert gerne den Kanal, gebt gerne einen Daumen nach oben und wenn du jemanden kennst, der sich auch damit beschäftigt, dann schick gerne dieses Video per WhatsApp weiter. Ich sage danke. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, ich bin raus. Ciao.